Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Verkündigung des Herrn nennen wir das heutige Fest. Aber diese Verkündigung, sie geschieht sinngemäß jedenfalls in Frageform. Maria wird gefragt, ob sie die Mutter Gottes werden will. Sie hätte Nein sagen können, aber sie hat Ja gesagt. Auf ihr freiwilliges Ja-Wort, auf ihre Zustimmung, mir geschehe nach deinem Wort, läuft die ganze Verkündigungsszene des Evangelisten Lukas hinaus und auf dieser baut sein gesamtes Evangelium auf. Das Wort Gottes braucht ein Ohr, das es hört. Es braucht ein Herz, das es aufnimmt. Es braucht einen Leib, der es im wahrsten Sinne des Wortes zur Welt bringt. Gott bindet sein Ja-Wort an das der Menschen. Das ist schon der Grundgedanke des alten Bundes und das ändert sich auch im Neuen nicht. Jesus Christus, er braucht Menschen, die ihn hineinlassen in ihr Leben und in diese Welt. Die Nachrichten sind sichtlich bemüht, in diesen Tagen neben dem vielen Negativen und Bedrohlichen, das sie berichten, immer wieder auch auf Lichtblicke hinzuweisen, Menschen zu zeigen und vorzustellen, die sich nicht von Angst um sich selbst, von Gleichgültigkeit oder Rücksichtslosigkeit leiten lassen, sondern die ganz bewusst anderen helfen, andere aufmuntern und erfreuen. Gott, so sagt uns der heutige Festtag, handelt immer vermittelt durch Menschen. Er will unseres Mittuns und Mitwirkens bedürfen. Er legt, wie es in einem Gebet so schön heißt, seine Kraft in unsere Schwachheit und Armseligkeit hinein. Dass sein Licht durch uns hindurch leuchten kann, dazu bitten wir ihn nun um sein Erbarmen und seine Hilfe. Herr Jesus Christus, im Blick auf Maria, die dem Willen Gottes nichts entgegengestellt hat, bitten wir dich, Kyrie eleison. Im Blick auf unsere Schwachheit und Unentschlossenheit zum Guten bitten wir dich, Christe eleison. Im Blick auf dein Leiden und Kreuz, auf deine durch keine Schuld auszulöschende Liebe bitten wir dich, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden.
Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich: Siehe, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt er: Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran keinen Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu den Engeln: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du konntest menschliche Gestalt annehmen durch das Ja-Wort Marias. Du brauchst auch heute Menschen, die Ja sagen zu dem, was du mit ihnen vorhast. Wir bitten dich. Um junge Menschen, die ihre Pläne offen halten für das Wirken deines Geistes, die den Weg durch ihr Leben mit dir gehen wollen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um Familien, in denen du Platz findest, die sich gerade in der jetzigen Situation in Geduld miteinander üben und so deinen Willen zu erkennen und zu leben versuchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um Menschen, die sich der Not, der Angst und Sorge ihrer Umgebung annehmen.
die sich besonders jetzt füreinander interessieren und umeinander kümmern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um Frauen und Männer, die den Ruf in deine Kirche mit einem frohen und entschlossenen „Hier bin ich" beantworten, die sich nicht entmutigen lassen vom Geist der Zeit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um die Stärkung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, auch in unseren Gemeinden, damit wir Licht der Welt und Salz der Erde sein können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn Herr, du kannst in jeder und jedem von uns auf je eigene Weise Fleisch annehmen. Erfülle uns dazu mit deinem Geist, in dessen Einheit du mit dem Vater lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Wir feiern die heilige Messe heute für die Lebenden und Verstorbenen der Familie August Silvestre, für Lambert Lemm, für Willi Peifer und verstorbene Angehörige, für Inge Bünnagel und Peter Schnitzler sowie für Marlies Jungblut. Herr, gib ihnen, den Lebenden, deine Gnade und deinen Segen und unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie leben in deinem Frieden. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche gütig an. Sie erkennt in der Menschwerdung deines Sohnes ihren eigenen Ursprung. Lass uns heute in der Feier dieses Geheimnisses seine Gnade erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute brachte der Engel Maria die Botschaft, und deine Magd nahm sie auf mit gläubigem Herzen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes empfing die Jungfrau dein ewiges Wort,
Und das Wort wurde Mensch in ihrem Schoß, um unter uns Menschen zu wohnen. So hast du an Israel deine Verheißung erfüllt und den gesandt, den die Völker erwarten, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem Maria deinen ewigen Sohn durch den Heiligen Geist empfangen hat. Durch ihn, der zu unserem Heil Mensch geworden ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn an dem Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und
preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Maria hat das letzte Wort bei der Verkündigung. Das Wort, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Im Blick auf sie bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche, der sein Urbild in Maria findet. Schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die mein Wort hören und danach handeln, so spricht der Herr. Mutter Gottes, Mutter der
Lasset uns beten. Ewiger Gott, bewahre, was du in uns gewirkt hast. Lass uns festhalten am Bekenntnis, dass dein Sohn, den die Jungfrau empfangen hat, wahrer Gott und wahrer Mensch ist, und führe uns in der Kraft seiner Auferstehung zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die heute das Fest der Verkündigung des Herrn begehen, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei